Ich habe eine Firma in Singapur gegründet und in diesem Video will ich dir einmal davon berichten, wie das Ganze gelaufen ist, was ich im Ergebnis bekommen habe, also welche Dokumente, warum ich überhaupt diese Firma gegründet habe und warum eine Firma in Singapur möglicherweise auch für dich attraktiv sein könnte. Zunächst mal noch ein kurzer Hinweis in eigener Sache. Wir können natürlich auch dich dabei unterstützen, eine Firma in Singapur zu gründen. Wir helfen seit 2006 Mandanten dabei auszuwandern, sich im Ausland steuerlich zu optimieren und Firmen im Ausland zu etablieren und das natürlich auch in Singapur. Details findest du auf unserer Webseite. Link dazu in der Beschreibung dieses Videos. Ja, wie ich es anfangs schon gesagt habe, habe ich eine Firma in Singapur gegründet und das ist eben etwas, was wir bei uns bei Perspektive Ausland relativ häufig tun. Das heißt, wir probieren die Sachen selbst aus. Wir schauen mal, wie diese Prozesse funktionieren. Wir dokumentieren sie dann, wie jetzt in diesem Video, damit du eben auch siehst, dass das Ganze Hand und Fuß hat und dass das nicht einfach nur irgendein Gerede ist, weil man kann ja viel online behaupten und gerade in dem Bereich Firmengründungen, egal wo jetzt, gibt es eine unübersichtliche Anzahl von Anbietern und Dienstleistern, die dir dabei helfen können. Das heißt, da ist es immer mal gut, das Ganze selbst mit den eigenen Augen zu sehen, anstatt sich immer noch auf irgendwelches Blabla verlassen zu müssen. Also, wie gesagt, wir gründen für unsere Mandantenfirmen in Singapur. Ich habe jetzt mal selbst eine gegründet auf meinen Namen, habe dafür ein Konto gemacht, habe die dort registriert und wie dieser Prozess abgelaufen ist und was ich jetzt als Ergebnis habe, das werde ich dir in diesem Video einmal zeigen. So, die erste Frage, die wir uns einmal stellen müssten, bevor wir jetzt konkret die Dokumente anschauen, die ich bekommen habe im Rahmen der Gründung dieser Gesellschaft in Singapur, ist natürlich, was die Vorteile einer solchen Gesellschaft in Singapur tatsächlich sind. Und warum zum Beispiel würde ich eine solche Firma gründen in Singapur und nicht eine amerikanische LLC, die ja auch viele Vorteile hat. Wir haben ja schon viele Videos dazu gemacht. Auch diese können wir natürlich für dich gründen. Sie ist komplett steuerfrei. Man muss keine Buchhaltung machen, wenn man es richtig tut. Nun, diesbezüglich ist natürlich Singapur etwas anderes. Das ist dann schon ein Standort, den man in puncto Compliance vergleichen kann mit dem, was du auch aus der EU kennst. Das heißt, man muss dort regelmäßig Buchhaltung machen, man muss dort Jahresabschlüsse machen, man muss dort eine Steuererklärung einreichen. Transparenzvorschriften sind auch sehr ähnlich wie in der Europäischen Union. Und das ist natürlich schon deutlich mehr Aufwand als bei der amerikanischen LLC. Und das ist natürlich auch einer der wichtigen Gründe, warum so viele eine LLC haben möchten, weil sie eben doch so viele Vorteile bietet. Aber es gibt eben Situationen, da ist die amerikanische LLC nicht gut. Manchmal will man ja etwas haben, was besonders seriös wirkt. Manchmal will man etwas haben, wo man zum Beispiel gegenüber Investoren auch regelmäßig Zahlungen zeigen will, wo man vielleicht auch wirklich Steuererklärungen einreicht, wo man zeigen kann, wir haben ja ordentliche Buchhaltung gemacht. Wir haben tatsächlich auch unsere Gewinne erklärt. In der Regel sind sie ja dann ohnehin steuerfrei in Singapur, aber da komme ich dann gleich nochmal dazu. Also wenn man ein Setup haben will, das, sage ich jetzt mal, seriöser ist als die LLC, die auch entsprechend mehr Seriosität ausstrahlt, dann kann Singapur eben durchaus interessant sein. Die Singapur Limited muss man sich ein bisschen vorstellen wie die englische Limited, also viele Begriffe, die man aus der englischen Limited kennt, findet man auch in Singapur wieder. Zum Beispiel Company Secretary, Director, Share Capital, Resolutions und diese ganzen Begriffe aus dem englischen Gesellschaftsrecht, die sind in Singapur letztlich auch so verankert. Wie ich schon gesagt habe, ist Anonymität in Singapur so nicht gegeben. Du wirst das gleich auch in den Dokumenten sehen. Hier werden tatsächlich die Details der Geschäftsführer und auch der Aktionäre veröffentlicht. Das kann man natürlich verhindern, indem man Nominees verwendet, sogenannte Treuhänder. Ein Transparenzregister gibt es ebenfalls. Dort erscheinen dann die wirklich wirtschaftlich Berechtigten, aber dieses Transparenzregister ist nicht öffentlich. Also das heißt, wenn man will, kann man das Ganze auch abriegeln von außen, aber so wenig Infos wie bei der LLC veröffentlicht werden, das ist natürlich in Singapur nie der Fall. Man muss also mehr Aufwand machen, wenn man diese Anonymität erreichen will. Aber es ist natürlich auch möglich. Das hat natürlich alles seine Hintergründe, denn Singapur hat sich entschieden, hier ein qualitativ hochwertiger Standort zu sein. Und da gehört natürlich auch eine gewisse Compliance dazu und dass man sich in das internationale Regelwerk, sage ich mal so, in gewisser Weise mit einfügt. Du kennst das ja von den Banken in Singapur. Wir eröffnen Bankkonten für Mandanten in Singapur, nicht nur für Gesellschaften, sondern eben auch für natürliche Personen. Auch dort ist es so, dass die Compliance nicht zu unterschätzen ist. Das ist eben bei einem Premium
ihrem Standort auch notwendig. Singapur hat Doppelbesteuerungsabkommen, darunter auch mit Deutschland. Das heißt, wenn das für dich wichtig ist, dann ist das gegeben. Bei einer amerikanischen LLC könntest du ja die Doppelbesteuerungsabkommen mit den USA nicht so ohne weiteres verwenden. Zumindest nicht, wenn du die steuerfreie Variante der LLC wählst. Die hat in den USA keine Betriebsstätte. Insofern kann man auch die Abkommen mit den USA nicht verwenden. An dieser Stelle sollte ich vielleicht nochmal sagen, dass der Betrieb einer Gesellschaft in Singapur aus Deutschland heraus oder auch aus Österreich oder einem anderen Hochsteuerland nicht möglich ist. Zumindest nicht, wenn die ganze Aktivität, zum Beispiel Geschäftsleitung, Wertschöpfung, die ganze Tätigkeit in Deutschland oder eben in Österreich stattfindet. Dann hat nämlich die Gesellschaft eine Betriebsstätte in Deutschland und in Österreich, dann ist das ganze Setup komplett sinnlos und du müsstest diese Betriebsstätte natürlich dann auch als Niederlassung im Handelsregister anmelden. Das ist natürlich möglich, aber hat keinen Sinn. Da würde man dann lieber eine lokale Gesellschaft gründen. Wenn du natürlich wirklich Aktivität in Asien aufbauen willst, wenn du wirklich in Singapur ein Büro zum Beispiel eröffnen möchtest, dort Mitarbeiter einstellen willst, dann geht das natürlich, dann ist die Betriebsstätte in Singapur und nicht in Deutschland. Ich sage das deswegen an dieser Stelle, weil es gibt ja alle möglichen Chaoten, die Pakete verkaufen, welche die Singapur-Gesellschaft mit beinhaltet. Die packen dann noch eine englische Stiftungslimited darüber. Also das sind sehr abenteuerliche Konstellationen, würde ich dir nie empfehlen, sowas zu machen. Dort wird dir Sicherheit versprochen, die es so nicht gibt. Wenn du dabei erwischt wirst vom Finanzamt, gibt es tatsächlich viel Ärger. Also aus meiner Sicht lohnt sich das Ganze nur, wenn du wirklich ausgewandert bist. Wir haben es ja schon in vielen Videos erwähnt, wenn du auswanderst aus Deutschland und in ein Niedrigsteuerland umziehst oder auch digital Nomade bist, dann musst du sogenannte betriebsstättenlose Einkünfte gewerblicher Natur vermeiden, weil diese bleiben in Deutschland noch 10 Jahre steuerpflichtig. Das ist ja eines der Punkte, die man immer bei der LLC stark beachten muss und die muss man natürlich auch bei der Gesellschaft in Singapur beachten. Wenn diese Gesellschaft in Singapur also für dich nur eine Briefkastengesellschaft ist und auf dich trifft die Situation, die ich gerade eben beschrieben habe und du bist deutscher Staatsbürger, dann ist das etwas, was man ebenfalls berücksichtigen müsste. Aber hier gibt es legale Lösungsmöglichkeiten. Aber ich sage mal, grundsätzlich bei einer Gesellschaft in Singapur ist immer eine gewisse Grundsubstanz ja vorhanden, weil du reichst tatsächlich Jahresabschlüsse ein, Steuererklärungen ein. Die Abschlüsse werden testiert. Es gibt lokal vor Ort einen Geschäftsführer. Auch dazu werde ich dir mehr sagen. Das heißt, du hast da auf jeden Fall schon mal mehr in der Hand als jetzt nur bei einer LLC, die ja überhaupt nichts versteuert und auch nichts versteuern muss und auch keine Jahresabschlüsse oder Steuererklärungen einreichen muss, wie wir es ja schon in vielen Videos beschrieben haben. Die Körperschaftssteuer in Singapur ist 17%. Allerdings hat Singapur den großen Vorteil, ausländische Einkünfte, die nicht auf ein Konto in Singapur fließen, sind steuerfrei. Sie müssen allerdings trotzdem in der Steuererklärung erklärt werden und die Steuerbehörde stellt diese dann steuerfrei. Aber wie gesagt, in den Jahresabschlüssen, dort tauchen diese Gewinne auf. Sie werden eben dann nur nicht besteuert. Aber da bekommst du dann eben eine offizielle Bestätigung der Steuerbehörde, dass diese Einkünfte in Singapur nicht zu versteuern sind. Deswegen macht zum Beispiel ein Konto in Singapur für deine Singapur-Gesellschaft auch keinen Sinn. Denn selbst wenn du ein Eurokonto hast, aber dieses Eurokonto wird von einer Bank in Singapur angeboten, dann gelten diese Gewinne trotzdem nach Singapur überwiesen und sind somit in Singapur steuerpflichtig. Ich sage dir später, was es für eine Lösung diesbezüglich gibt. Was muss man noch beachten? Stammkapital gibt es keine Anforderungen. Du kannst die Gesellschaft mit einem Euro gründen. Das Stammkapital muss auch nicht einbezahlt werden. Was du brauchst in Singapur ist ein Geschäftsführer, der in Singapur wohnt und auch ein Company Secretary, der dort vor Ort ist. Beides wird von uns gestellt. Das ist aber, wie gesagt, nur ein Treuhandgeschäftsführer, ein sogenannter Nominee Director. Der ist nicht ins Tagesgeschäft involviert und der hätte auch zum Beispiel keinen Zugriff auf deine Bankkonten. Es ist absolut möglich, dass du eine Aufenthaltserlaubnis in Singapur erhältst, den sogenannten Employment Pass, alleine dadurch, dass du diese Gesellschaft gegründet hast und Geschäftsführer bist. Ich bin übrigens gerade dabei, das auch zu durchlaufen. Ich werde dann in einem anderen Video darüber berichten, ob ich diesen Employment Pass bekommen habe oder nicht, denn ich habe ja diese Firma jetzt nicht gegründet, um hier wirklich Business in Singapur zu machen, sondern einfach mal als Test-Case. Ja, also ich habe keinen Businessplan oder so, ich habe auch nicht vor, da wirklich Leute einzustellen. Also ich bin gespannt, ob ich den Employment Pass bekomme, aber ich kenne andere, die ihn relativ einfach bekommen haben. Dann könntest du zum Beispiel auch einen Wohnsitz in Singapur etablieren. Es gibt dort keine Anwesenheitspflicht und dann könntest du selbst zum Beispiel einziger Geschäftsführer sein deiner eigenen Gesellschaft und brauchst den Nominee nicht mehr. Allerdings würdest du dann eben auch voll im Handelsregister auftauchen,
Das werde ich dir gleich mal zeigen, was da alles drinsteht. Jetzt denkst du vielleicht, naja, Aufenthaltstitel in Singapur, warum ist das interessant? Nun, Singapur hat natürlich auch persönlich viele Steuervorteile. Das heißt, ausländische Einkünfte sind dort komplett steuerfrei. Diese musst du dann auch nicht in der Steuererklärung erklären. Das ist ein bisschen ein Non-Dom-System, was wir ja auch aus UK, Irland, Malta kennen. Oder eben auch Malaysia zum Beispiel. Singapur ist natürlich ein sehr reiches Land, ein sehr stabiles Land. Also es könnte schon im Rahmen eines Plan B interessant sein, einen solchen Employment Pass zu bekommen. Wie gesagt, ich werde ein separates Video machen, wo ich dir dann davon berichten werde, wie es mir ergangen ist. Allerdings ist es so, dass Singapur eigentlich gar nicht so teuer ist, wie man das glauben möchte. Also manche denken ja jetzt gleich an Schweizer Preise oder so. Das ist dort überhaupt nicht so. Das heißt, auch wenn du zum Beispiel dort einen Wohnsitz etablieren wolltest, auch wenn das nur ein Plan B Wohnsitz ist und dort zum Beispiel eine Wohnung mieten möchtest, könnte das durchaus eine Option sein. Wenn ich den Employment Pass habe, würde ich mir das auf jeden Fall überlegen. Ich habe ja Residencies schon in etlichen Ländern und Singapur hier hinzuzufügen, wenigstens einmal temporär, um das Ganze mal auszuprobieren. Für dich, für euch, um es euch dann zeigen zu können. Das würde mich schon interessieren. Aber wie gesagt, das machen wir mal in einem separaten Video. Also, ich werde jetzt beginnen, meinen Screen zu teilen. Ich habe hier einige Screens für dich vorbereitet, um dir das Ganze einmal zu zeigen. Ich fange an mit der Firmenwebseite, die ich für dieses Unternehmen gebaut habe. Extrem wichtig, dass du eine Webseite hast. Ohne Webseite wirst du zum Beispiel kein Konto eröffnen können. Meine Firma habe ich Black Barony genannt und ich habe jetzt mal gesagt, was macht meine Firma? Sie hilft Unternehmen nach Asien zu expandieren. Ich habe hier in Kürze sehr klar beschrieben, um was es geht. Hier siehst du auch mein Bild, hier siehst du auch meinen Hintergrund. Also wie gesagt, was hier nicht wirklich funktioniert, ist, sich verstecken zu wollen. Man muss schon natürlich in Singapur, damit es funktioniert, mit offenen Karten spielen. Das heißt, ich bin jetzt zum Beispiel hier voll als derjenige zu sehen, natürlich, der hinter diesem Unternehmen steht. Ich bin auch halt bei meiner Firma als Geschäftsführer eingetragen, wenigstens als zweiter Geschäftsführer. Ich hatte ja gesagt, ich brauche dort einen Geschäftsführer aus Singapur, den habe ich dort auch. Wenn man jetzt dort nicht erscheinen möchte, zum Beispiel auf der Website, dann muss man eben den Nominee dort angeben. Man muss natürlich auch sicherstellen, dass der Nominee dazu zur Verfügung steht. So, also das ist mal die Voraussetzung. Wie gesagt, meine Firma heißt Black Barony Advisory und diese Firma macht Expansionsberatung für Asien. So, erster Schritt. Wir haben diesen Namen reservieren lassen. Bei Accra, das ist sozusagen das Companies House. Companies House kennst du ja aus England oder Companies Registration Office aus Dublin. In diesen angelsächsischen Ländern gibt es immer die gleiche Behörde, zum Beispiel eben auch in Hongkong. Ich habe den Namen registrieren lassen, hier Black Barony Advisory Private Limited und diese Namensreservierung wurde entsprechend dann approved. Also diese Namensregistrierung war erfolgreich. Dann kann im zweiten Schritt die Firma gegründet werden. So, und tatsächlich wurde dann kurze Zeit später die Firma gegründet. Das ist im Grunde genommen der Handelsregisterauszug, so würden wir das bezeichnen. Und dieser Handelsregisterauszug, wie du den bekommst, das werde ich dir gleich noch zeigen. Hier stehen jetzt die wichtigsten Details drauf und da gibt es jetzt schon einige sehr wichtige Dinge, die wir unbedingt beachten müssen. Also zunächst mal Firmenname, dann steht hier das Registered Office, wann sie gegründet wurde, was die Firma macht, Stammkapital $100, welche Währung. So, jetzt wird's interessant. Also, wen haben wir hier? Das ist unser Nominee Director in Singapur, der ist wie gesagt gesetzlich erforderlich. Der ist der Director, steht aber ganz klar da, dass der Nominee Director ist. Dann gibt es den sogenannten Company Secretary, den Schriftführer, auch er ist in Singapur. Und dann komme auch schon ich. Hier siehst du meinen Namen und da siehst du auch eine Adresse von mir in UK. Ich kann dir die ruhig zeigen. Die ist auch zum Beispiel im britischen Companies House so zu sehen. Du siehst hier auch zum Beispiel meine Identification Number und diese siehst du auch hier von den anderen Beteiligten. Und das ist jetzt deine Ausweisnummer. Ja? Hier ist natürlich gut, wenn du jetzt mehrere Ausweise hast, mehrere Pässe zum Beispiel hast, mehrere Führerscheine, dann kann man diese ID entsprechend dann dort verwenden. Aber wie du siehst, hier stehe ich jetzt schon mal als Geschäftsführer drin. Ich habe das so gemacht, weil ich dort drin stehen wollte. Natürlich könnte auch alleine der Nominee als Geschäftsführer erscheinen. Das heißt üblicherweise, wenn du dort nicht erscheinen willst, dann hat man im Grunde genommen zwei Geschäftsführer, die dort eingesetzt werden. Einmal der Nominee, der taucht dann auch als Nominee Director auf und dann tatsächlich ein zweiter Geschäftsführer, den wir ebenfalls stellen können, der aber formal gesehen kein Nominee ist, der dann eben statt deiner hier auftauchen würde. So, hier kommen wir jetzt zu den Gesellschaftern. Auch hier
hier stehe ich wieder drin. Wenn du hier nicht drin stehen willst, kann man hier eine Gesellschaft einsetzen. Dann würde eben kein Ansprechpartner auftauchen, zum Beispiel eine LLC oder eben eine andere Gesellschaft. So, das Ganze ist elektronisch abgestempelt. Das wäre also der Handelsregisterauszug. Wie komme ich an den Handelsregisterauszug? Du kannst dich dort selbst einloggen. Dann können wir jetzt den Firmennamen eingeben. So, und hier siehst du nun die Firma. Ich sehe hier relativ wenig Infos, eigentlich nur das Registered Office und was die Firma macht. Wenn ich jetzt den vollen Handelsregisterauszug haben möchte, den ich gerade eben gezeigt habe, dann müsste ich hier einen kleinen Betrag bezahlen, nämlich 5 Singapur-Dollar 50, um dann das Dokument runterzuladen, was ich dir gerade eben gezeigt habe. So, Firmensitz der Gesellschaft ist in der Altstadt von Singapur, hier mit Blick auf den Finanzbezirk, also sehr zentral, nicht irgendwo in einem Außenbezirk, also durchaus eine ganz nette Adresse. So, das sind jetzt also mal die Dokumente und die Informationen, die sich öffentlich einsehen lassen. Was gibt es jetzt eigentlich noch so im Innenverhältnis zu beachten? Was gibt es da noch für Dokumente? Nun, zunächst mal ist hier die Satzung, nennt man auf Englisch die Constitution. Hier sind die wichtigsten Details nochmal zusammengefasst und diese kann man natürlich nach Wunsch auch anpassen. Ansonsten wird hier eine Standardsatzung verwendet, die, sage ich mal, für die meisten Mandanten völlig ausreichend ist. Hier bekomme ich dann ein Aktienzertifikat. Das wird von beiden Geschäftsführern unterschrieben. Einmal ich und dann der Nominee. Also alles elektronisch. Du bekommst jetzt nicht wirklich irgendwelche Papierdokumente. So, hier sind dann die ersten Geschäftsleitungsbeschlüsse hinsichtlich der Firmengründung, wer Geschäftsführer ist, wer Director ist, was das Jahresende ist. So, hier kannst du jetzt sehen, dass ähnlich wie in UK eben das Jahresende nicht das Kalenderjahr automatisch ist, sondern im Grunde sich danach richtet, wann die Firma gegründet wurde. Die Firma wurde gegründet im März, also ist das Geschäftsjahr der 1. März bis 28. Februar des Folgejahres. Ich kann das, wenn ich möchte, natürlich auch noch anpassen auf das Kalenderjahr. So, nächstes Dokument. Hier schreibt mir der Nominee Director, also der Nominee Director schreibt an die Gesellschaft, dass er dort als Nominee Director, als Treuhandgeschäftsführer agiert und wen er dort vertritt, nämlich natürlich mich selbst. Ich bin also der Nominator, er ist der Nominee. Nächstes Dokument, Form 45. Hier erklären die Geschäftsführer ihre Bereitschaft dazu, als Geschäftsführer der Gesellschaft zu agieren. Hier wird explizit erwähnt, dass der Geschäftsführer ein Nominee ist. In meinem Fall ist das eben nicht der Fall. Deswegen ist dieser Absatz hier durchgestrichen, weil der bei mir nicht zutrifft. Hier ist der sogenannte Deed of Indemnity. Das heißt, hiermit bestätigt die Firma, dass der Nominee Director schadlos gehalten wird und eben nicht wirklich in das Tagesgeschäft der Gesellschaft involviert ist. Hier ist das sogenannte Register der Nominee Directors. Das muss die Gesellschaft führen, also ein Verzeichnis aller Nominees. Das führen natürlich wir für dich, wenn wir die Gesellschaft für dich gründen und wen diese Nominees im Grunde genommen vertreten, wer der Nominator ist. Nächstes Dokument. Hier erklärt der Company Secretary, also der Geschäftsführer, dass er für die Firma als Company Secretary tätig ist. So, und jetzt gibt es noch ein interessantes Dokument. Das heißt, hier werden jetzt die sogenannten Controllers der Behörde gemeldet. Das ist also das Transparenzregister. Also jeder, der hier zu mindestens 25% an der Gesellschaft beteiligt ist, taucht im Transparenzregister auf. Gibt es natürlich 5 Personen, die entsprechend wirtschaftlich berechtigt sind an der Gesellschaft und keiner hat mehr als 25%, dann wird dort keiner eingetragen. So, ich stehe jetzt natürlich hier drin. Wie gesagt, dieses Dokument wird nicht in Singapur veröffentlicht. Hier ist auch nochmal das Transparenzregister, was die Gesellschaft dann führen muss. Also, soweit nun die Firmengründung und die Dokumente, die man dort bekommt. Die laufende Betreuung ist dann sehr ähnlich wie in UK. Das heißt, man muss dort einmal im Jahr entsprechend eine Meldung machen an das Handelsregister, um zu bestätigen letztlich, dass sich am Status der Gesellschaft nichts geändert hat. Kein neues Office zum Beispiel etc. pp. Man muss auch Jahresabschlüsse einreichen. Und wie gesagt, in Singapur muss man eben auch die Abschlüsse entsprechend testieren lassen. Bei einer Gesellschaft, die relativ wenig macht oder die gar nichts macht, wie bei meiner, ist das natürlich alles ein sehr überschaubarer Aufwand. Auch generell bei kleinen Gesellschaften. Das ist ein bisschen so wie in Malta, wo es ja auch so ist, dass man dort alle Abschlüsse testieren lassen muss. Wenn man ein System hat, wo wirklich jede Firma dazu verpflichtet ist, dann ist das ehrlich gesagt in den meisten Fällen kein sehr großer Aufwand. Also auch die Kosten sind dafür normalerweise überschaubar. Das ist ein Tagesgeschäft für die Wirtschaftsprüfer dort. Da muss man nicht erwarten, dass das einen riesen Tamtam gibt bei einer kleinen Gesellschaft.
Wie gesagt, bei all diesen Themen unterstützen wir dich natürlich, wenn wir die Gesellschaft für dich gründen und betreuen. So, jetzt der wichtige Punkt natürlich, wo mache ich ein Konto für die Gesellschaft? Ich hatte ja schon erzählt, dass im Grunde genommen ein Konto in Singapur jetzt nicht sehr interessant ist, weil du ja vermeiden willst, dass Geld nach Singapur überwiesen wird. Wenn Gewinne nach Singapur überwiesen werden, müssen die eben dort versteuert werden. Deshalb lassen wir die Gewinne außerhalb Singapurs. Was du machen kannst, ist, dass du zum Beispiel bei Wise ein Konto eröffnest. Dort kannst du Konten in verschiedenen Währungen haben. Du hast allerdings das Problem, wenn du dort ein Euro-Konto hast bei Wise, dass dieses Euro-Konto dann geführt wird von Wise in Belgien. Damit ist dieses Konto Teil des europäischen Kontenregisters. Wenn du das nicht möchtest, dann solltest du dies auch nicht tun. Ich finde Wise eine gute Sache, aber ich habe mir überlegt, natürlich will ich nicht, dass meine Singapur-Gesellschaft von diesem Kontenregister betroffen ist und deshalb habe ich das Konto nicht bei Wise eröffnet, sondern in Singapur. So, jetzt denkst du vielleicht, naja, du hast mir gerade eben gesagt, dass man kein Konto in Singapur eröffnen soll. Das stimmt auch, aber du wirst jetzt gleich sehen, warum das trotzdem funktioniert. Es gibt nämlich in Singapur dieses Startup, ähnlich wie Wise, das heißt Aspire. Und dort habe ich ein Konto eröffnet. Da ist jetzt noch nichts drauf. Hier siehst du die Konten, die ich habe. So, jetzt gehe ich hier mal zum Euro-Konto hin. Ich will ja, dass meine Kunden mich in Euro bezahlen können. So, wo kann ich jetzt eigentlich die ganzen Kontodetails einsehen? Ich klicke hier auf Receive Funds. So, jetzt gibt es hier verschiedene Möglichkeiten. Sagen wir mal, ich möchte jetzt Geld bekommen von Kunden in Deutschland, nämlich aus dem SEPA-Raum. Dann sehe ich hier meine IBAN und meine BIC und eben sehr wichtig, dieses Konto wird zur Verfügung gestellt von The Currency Cloud in London. Und obwohl es ein Euro-Konto ist, ist es eben eine britische IBAN und damit ist es außerhalb des europäischen Kontenregisters. Also deswegen war Aspire für mich hier die richtige Lösung. Ansonsten funktioniert Aspire ziemlich ähnlich wie Wise. Du kannst eine Karte bekommen, du kannst verschiedene Währungskonten haben, aber was du vermeiden würdest, wäre im Grunde Einnahmen in Singapur zu erzielen, denn diese müsstest du ja in Singapur versteuern. Aber wie gesagt, der Euro-Account wird ja in Großbritannien gehalten, also eben nicht in Singapur. Damit wären diese Gewinne also nicht von der Steuer in Singapur betroffen. So, und damit wären wir auch am Ende angelangt. Wie du siehst, ich habe eine voll funktionierende Gesellschaft in Singapur gegründet. Ich habe ein Bankkonto dafür. Ich kann mit dieser Gesellschaft jetzt Business machen. Ich kann Rechnungen schreiben. Ich kann dort extrem steuergünstig auch dann meine Gewinne vereinnahmen. Im Grunde genommen zahle ich keine Steuern. Wenn ich nicht in Singapur wohne, lasse ich mir die Gewinne ausschütten. Es gibt keine Quellensteuer in Singapur. Das heißt, die Gesellschaft zahlt keine Steuern. Es gibt auch keine Quellensteuern. Das heißt, die Gewinne können direkt steuerfrei an mich ausgeschüttet werden. Immer natürlich in Abhängigkeit davon, wo ich wohne. Wohne ich zum Beispiel in Dubai oder wohne ich zum Beispiel in den Philippinen, dann lässt sich das absolut steuerfrei realisieren und natürlich in vielen anderen Ländern auch. Irland, Malta, Malaysia, aber auch zum Beispiel Thailand oder Zypern. Also da gibt es viele Länder, die wir hier regelmäßig besprechen, wo du diese Steuervorteile in Anspruch nehmen kannst. Wenn auch du dich für das Thema Auswandern interessierst und für eine Firmengründung in Singapur oder sonst wo im Ausland, können wir dich natürlich gerne dabei unterstützen. Ich habe Deutschland vor 26 Jahren verlassen. Wir helfen Mandanten seit 20 Jahren dabei, sich im Ausland steuerlich zu optimieren, auszuwandern, einen Plan B zu etablieren, zweite Staatsbürgerschaften zu erhalten. Ich würde mich freuen natürlich, wenn wir auch dich dabei unterstützen können. Buche jederzeit gerne ein Beratungsgespräch über unsere Webseite. Link dazu in der Beschreibung dieses Videos oder komm zu einem unserer vielen Veranstaltungen, Seminare, Reisen, wo man sich dann auch persönlich austauschen kann und wo du auch viele Gleichgesinnte kennenlernst. Hilfreich kann auf jeden Fall auch sein, wenn du unseren Telegram-Kanal abonnierst. Dort haben wir eine sehr lebhafte Community von Menschen, die sich Tag und Nacht zu Themen wie diesen zum Beispiel hier austauschen. Ich würde mich freuen, auch dich alsbald zu unserer Mandantschaft zählen zu können. Bist du Unternehmer, Freiberufler oder Investor? Zieht es dich schon lange ins Ausland? Mach heute den ersten konkreten Schritt in eine Zukunft mit mehr Geld und mehr Freiheit. Buche ein Beratungsgespräch mit Sebastian und seinen Kollegen. Unsere Kanzlei unterstützt Mandanten wie dich dabei, deine Steuerlast legal zu reduzieren, Vermögen aufzubauen und zu schützen und deine persönliche Freiheit zu maximieren. Profitiere jetzt von unserem Fachwissen und unserem Netzwerk. Gehe zu mandatierung.com und werde Mandant unserer Kanzlei.